Hallo zusammen. Ich habe mir heute vorgenommen, allen zu helfen und dann fange ich mit denen an, die mit der Gildemeisterstruktur arbeiten. Gildemeisterstruktur heißt, wir haben einen Ordner und in dem Ordner ist das ganze Programm. Und zwar haben wir das Hauptprogramm und dann die Bearbeitungsprogramme sind die Unterprogramme. Es geht jetzt um den dazugehörigen Arbeitsplan. Den macht man sich vorher. Gibt es verschiedene Varianten, kann man sich handschriftlich schreiben, kann man sich aber auch digital als Tabelle anlegen oder als Dokument. Und die Arbeitspläne benötigt man zum Programmschreiben, aber auch ganz wichtig zum Einfahren und dann auch später zum Bedienen der Maschine. Diese Bearbeitungsprogramme, wir haben hier Schruppen, Schlichten, die kann man am Namen leider nicht erkennen, oder in dem Fall ist es Programm Nummer 2, das Bohren. Deshalb benötigt man auch einen Arbeitsplan. Ich habe hier eine Variante gefunden, wie man den Arbeitsplan ziemlich einfach schreiben kann und ziemlich leicht auch immer aktuell halten kann. Das ist ein Zyklus, der heißt OP-List. Der wird einmal gestartet und der sammelt Informationen, wie zum Beispiel hier im dritten Unterprogramm. Gibt es einen Kommentar oben, gibt es dann einen Werkzeugnamen, dann haben wir einen Nullpunkt, dann wissen wir, dass das Programm auf der Hauptspindel läuft. Und diese Daten werden gesammelt und in eine Liste geschrieben. Dazu wählen wir das Programm einmal an und gehen auf Maschine, MDA und lassen den OP-List einmal laufen. Er sammelt sich diese Daten aus den Programmen und schreibt sich das zu einer Liste. Es gibt einmal die Liste für den Kanal. Das ist die Sortierung nach Kanal. Da sehen wir, da gibt es verschiedene Unterprogramme, abgreifen, beladen, B- und entladen. Und hier kommen dann meine Bearbeitungsprogramme mit 1101 für die Hauptspindel. Werkzeug war der Schrupper, Außenschruppen als Kommentar ist da gestanden, dann kommt das Bohren, Schlichten und so weiter und so fort. So, und das wird später nochmal zu einer Liste sortiert, die dann nach Spindeln aufteilt. Das heißt, wenn ich die Spindel 4 einfahre, kann ich sehen, in welcher Reihenfolge die Programme laufen. Ist jetzt in dem Programm ziemlich einfach, weil wir erst die Hauptspindel bearbeiten, dann die komplette Gegenspindel. Das ist ja nicht immer so. Ich habe hier auch ein Programm vorbereitet, wo wir abwechselnd arbeiten. Dann ist ein Arbeitsplan noch etwas wichtiger, denn die Ablaufreihenfolge ist Schruppen, Spindel 4, dann mit demselben Werkzeug Spindel 3, dann kommt Schlichten 4, Schlichten 3 und hier, wenn wir nur die Spindel 4 fahren, können wir sehen, Schruppen, Schlichten und dann kommt erst das Bohren. So, das funktioniert nicht nur einkanalig, das gleiche habe ich hier auch schon für zweikanalig vorbereitet. Dann können wir hier einmal das zweikanalige Programm einmal sortieren. Da werden die Listen geschrieben. Kanal 1, Kanal 2, sortiert und die sortierte Liste sieht so aus. Schruppen, zuerst Kanal 1, dann kommt Kanal 2 zum Schlichten, kann man hier auch erkennen an den Nummern. Dann bohrt er, nochmal bohren und dann kommt das Fräsen Kanal 1 wieder. Also so eine Liste ist auf jeden Fall nicht verkehrt und die wird immer aktuell gehalten. Das heißt, sobald sich ein Werkzeug ändert, Liste einmal neu schreiben und der liest sich die neuen Daten raus. Funktionieren tut es bis zu 3 Kanälen. Und da haben wir hier die Sprint, dafür habe ich die Liste schon mal vorbereitet. Dann sieht es so aus, dass wir hier mit 2 Kanälen auf der Hauptspindel arbeiten und der dritte Kanal auf der Gegenspindel läuft. So, um diese Programme zu installieren oder die Zyklen, werde ich ein paar Links in die Kommentare setzen, da könnt ihr die runterladen. Und zum Installieren einmal unter Menü Select in Betriebnahme die Anwenderzyklen finden, NC-Daten, Zyklen, Anwenderzyklen, dort reinladen. Es werden 2 Dateien sein, einmal OP-List und OP-List-Set. In dem Set kann man noch einige Einstellungen treffen, wie zum Beispiel die Anzahl der Stellen im Werkzeugnamen. Wenn man das etwas übersichtlicher haben möchte, kann man die auch ein bisschen kürzen. Den Namen von dem OP-List, der erstellt wird. Und zum Beispiel die Ablaufprogramme. Die könnte man sich sparen, wenn man die nicht braucht. Da kann man 0 sagen, dann werden die nicht mehr geschrieben. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass man mit ersten 15 Zeilen mit seinen Informationen, die für den OP-List wichtig sind, fertig ist, dann kann man das auch einkürzen. Dann schreibt er sich die Liste auch etwas schneller, weil der nicht so viel durchsuchen muss. Ja, ich habe es zum Beispiel mit 15.
Das sollte eigentlich an sich reichen. Und ohne Ablaufprogramme können wir das für zweikanalig einmal neu schreiben. Dann werden diese Programme hier oben ausgeblendet. Dann machen wir das einmal neu. So, und dann sieht man, die Programme werden geschrieben. Ja, und dann haben wir es hier jetzt nur noch mit Bearbeitungsprogrammen. Ja, also wer es gebrauchen kann, bitteschön runterladen, installieren, genießen. Die Version ist bis zum Jahresende frei verfügbar. Viel Spaß damit.